Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ihr seht es schon, hier sieht es rot aus und wir sehen auch heute rot, denn heute gibt es ein lauwarmes Erdbeeren-Carpaccio. Für unser lauwarmes Erdbeer-Carpaccio benötigen wir heute 400 Gramm Erdbeeren, eine halbe Paprikaschote, eine rote, dann benötigen wir ungefähr 100 Gramm Tomaten, ein kleines Stückchen Ingwer, vielleicht so daumengroß, etwas Basilikum, 2 Esslöffel voller Ghee, eine sehr überschaubare Gewürzmischung bestehend aus Steinsalz, ungefähr ein halber Teelöffel voll, dann auch ein halber Teelöffel voll Kumin und dann benötigen wir auch noch ungefähr einen Teelöffel voll frisch gepressten Zitronensaft. Im ersten Schritt kümmern wir uns um die Paprika und um unsere Tomaten. Das ist jetzt wirklich ein wahrer Zungenbrecher. Und diese schneiden wir in kleine Würfel. Ja, die meisten von euch kennen Carpaccio natürlich im kalten Zustand. Im Ayurvedischen essen wir aber vorzugsweise warme Speisen. Warme Speisen gelten im Ayurvedischen nämlich als besonders bekömmlich, da sie unsere Verdauung unterstützen. Die Tomaten halbieren wir einfach, das reicht in dem Fall völlig aus. Und dann geben wir die Tomaten zu unserer Paprika. Schon hier ein Fest für die Sinne, die ganzen Farben. Und dann kann es schon ans Andünsten gehen. Wir geben jetzt unser Ghee in den Topf und dann springen Paprika und Tomate hinterher. Als nächstes gebe ich den Ingwer hinzu. Am besten verwendet ihr immer Bio-Ingwer, dann könnt ihr nämlich auch die Schale mitverwenden, denn da stecken natürlich die meisten Nährstoffe drin. Ob ihr den jetzt ganz klein würfelt oder wie ich ihn einfach reinreibe, das ist am Ende dann auch völlig egal. Und der Ingwer sorgt hier für eine ganz sanfte Schärfe und für Wärme und Balance. Nebenbei duftet er auch ganz herrlich. Und jetzt kümmern wir uns um die Erdbeeren, die ich am liebsten sofort wegnaschen würde. Ja, die Erdbeeren in einer Carpaccio, die wirken natürlich jetzt erstmal ungewöhnlich, aber die geben genau diesem Carpaccio später diese Leichtigkeit und Frische, die es auch benötigt. Und dafür halbieren wir unsere Erdbeeren und schneiden sie dann anschließend in kleine Würfelchen. Als nächstes gebe ich hier unsere Gewürze hinzu. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir heute auch mal wieder mit Kumin arbeiten. Der ist verdauungsfördernd und bringt auch eine gewisse Tiefe und eine Wärme in unser Gericht. Und da hätten wir natürlich auch schon wieder den Unterschied zum herkömmlichen Carpaccio, was ja oft sehr, sehr kühlend wirkt im Körper. Und das finde ich gerade so toll. Hier kommen ja ganz außergewöhnliche Lebensmittel oder Zutaten zusammen und das merkt man schon allein am Duft. Großartig. Können wir jetzt auch wieder ein bisschen höher mit der Hitze gehen. Und nun gesellen sich unsere Erdbeeren hinzu. Wichtig ist, dass die Erdbeeren tatsächlich nur 1 bis 2 Minuten im Topf bleiben, dass ihr dann den Topf tatsächlich auch von der Platte nehmt, denn ansonsten verlieren sie auch ihre Frische und auch ihr wunderbares Aroma. Und das Gleiche gilt auch für den Zitronensaft. Wenn ihr den zu früh in ein Gericht gebt, dann geht tatsächlich auch da Aroma und Frische verloren. Deswegen immer erst am Ende eurer Zubereitung in das Gericht geben. Das Ganze darf jetzt etwas abkühlen und wir schneiden unser Basilikum schon mal klein. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Jedes Mal, wenn ich mit Basilikum koche, wähne ich mich sofort am Meer, im Urlaub. Einfach köstlich. Ja, im Ayurvedischen hat Basilikum tatsächlich auch wieder eine sehr verdauungsfördernde Wirkung, wirkt klärend und vor allem bringt auch wieder mal Frische in ein Gericht, ohne es zu beschweren. Und auch hier
gilt wieder wirklich schön klein schneiden. Sieht nicht nur hübsch aus, sondern lässt sich damit dann auch besser verteilen. Nun geht's ans Pürieren. So, meine Erdbeer-Carpaccio ist jetzt fertig und um eine feine Textur dieser Carpaccio zu erhalten, gebe ich das Ganze jetzt nochmal durch ein Sieb. Ich könnte am liebsten gerade so daraus trinken, aber jetzt wird richtig angerichtet. Ja, ihr seht, ich klebe schon direkt an dieser Schüssel. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, das Probieren. Diese Carpaccio ist wirklich großartig und vereint alle Geschmacksrichtungen, die wir auf einem Teller brauchen. Nämlich süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb. Und das Großartige an dieser Carpaccio ist, eure Verdauung wird es euch danken, weil sie eben nicht kalt ist, sondern lauwarm. Und vor allem ist hier dieser kleine Überraschungseffekt mit den Erdbeeren darin. Auch einfach mal was Neues für die Gäste. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Nachkochen wie ich. Ich werde mich jetzt wieder meiner Carpaccio hingeben und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, eure Mangal.